Ja, wann hier wohl Markt ist? Ja, das ist auch was. Ja. Oh la la, was ist das für ein Kasten? Ah, da findet irgendwas statt. Oh, schön. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist eine Nummer. Merhaba. Es ist ein pittoreskes Dörfchen, Ja, genau. kann man schon sagen. Schnuckelig. Eieiei. Ja, ganz alt. Ja, wir sind hier auf einem Spielplatz, Park, kleiner Park mit Spielplatz. Jedenfalls wollten wir gerade unser Zelt aufbauen, haben gerade gegessen. Da hat hier so ein Anwohner über den Zaun hat uns hier Melonenstücke gebracht. Reichlich. Reichlich. Wir freuen uns. Ganz großartig. Immer wieder sehr erstaunlich. Und heute haben wir tatsächlich auch mal wieder ein Dach über dem Kopf. Den Gag wollte ich mir nicht nehmen lassen. Jedenfalls bauen wir jetzt das Zelt auf und werden uns dann bald zur Ruhe legen. So sieht es hier aus. Hier sind wir jetzt schon ungefähr 3 Stunden. Ein paar Familien waren da, haben gegrüßt. Sehr lieb, wir fühlen uns sehr wohl. Das traue ich mir nicht. Oh, Ja, weil es jetzt gleichzeitig vorne und hinten runter geht. ja.
Stolz wie Oskar. Wir haben heute die 4000 Kilometer geknackt. Und ungefähr, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachgucken, 33.000, 34.000 Höhenmeter. Schauen wir mal drauf. Spiegelt. So. Gut. Jetzt machen wir eine kleine verdiente Pause, essen einen Keks, trinken ein bisschen Wasser. Das ist unsere Belohnung, würde ich sagen. Ja, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wir hatten ja vorhin dann 3 Platten, also 2 hatte ich und einen hatte Benjamin ja heute Morgen. Was haben wir daraus gelernt? Nicht einfach auf eine Wiese mit trockenem Gras und die Fahrräder drüber, weil es waren Dornen drin. Also mein Vorderreifen hatte dann auch noch 2 Löcher. Ja, dafür haben wir uns heute über 600 Meter wohl, wir haben es noch nicht ausgerechnet, den Berg hochgequält. Ich hatte heute überhaupt keine Power in den Beinen, das war super anstrengend. Aber wir haben auch ein Erfolgserlebnis. Wir haben in einem Örtchen ein Fahrradgeschäft, eine Fahrradwerkstatt gefunden. Da haben wir jetzt erstmal 5 Schläuche gekauft und ein Flickset mit irgendwie 30 Flicken. Hat, glaube ich, insgesamt 30 € gekostet. Super, war super nett. Und jetzt sind wir hier auf so einen Feldweg gefahren. Und dann stellen wir unser Zelt auch einfach da vorne hin. Das ist ja das Schöne an der Türkei. Wenn du nicht mehr kannst, dann hältst du einfach an, suchst dir einen Schattenplatz und legst dich nieder. Ja, wir sind äußerst kaputt, werden heute noch Tomatensalat essen. Und das war's dann gewesen. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Und ich sitze abermals auf dem Fahrrädchen, fahre wieder etwas näher zur Straße hin. Da steht auch noch ein Brunnen. Auch so ein großer, wir nennen die so Hürdenbrunnen. Also der recht lang gezogen ist, dass auch Schafe trinken können. Leider relativ pessimistisch. Okay, mal gucken. Okay, mal gucken. Sonnenuntergang, sehr schön. Hier deutlich früher als beispielsweise in Norddeutschland. Es ist jetzt 19 Uhr und es dämmert schon. Okay, dann mal schauen. Ja, da sitzt noch einer, hört ein bisschen Musik. Oh, der Brunnen ist in Betrieb. Beziehungsweise es läuft Wasser. Oh. Also wenn es ein bisschen ekelhaft ist, ich glaube, ich hänge dann da einfach hin. So. Ah. So. Hier Landwirtschaft zu betreiben ist sicherlich anspruchsvoll und wahrscheinlich nicht wahnsinnig ertragreich. Wassersack ist gefüllt, ungefähr zur knappen Hälfte. Und jetzt geht es zurück zum Fahrrad. Ja, Wasser besorgen ist tatsächlich so ein kleines bisschen mühsamer als zu Hause. Oder oft mit großen Mühen verbunden. Ja, großen Mühen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber jedenfalls dauert es ein kleines bisschen länger, als kurz an Wasser ranzugehen. Aber so ist das. So haben wir es uns ausgesucht und uns gefällt es ja auch. Guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen. Hier am Wegesrand wurden wieder reich beschenkt. Gestern gab es 2 Nektarinen, ein Wasser, heute Morgen Simit und ein Beutel voller Gemüse von den angrenzenden Bewohnern. Sehr nett. Unser Mittagessen wird dann aus Salat bestehen, Tomaten, Gurke etc. Ja, was ich noch sagen wollte, unsere Reiseroute hat sich mal wieder ein wenig geändert. Gestern schon. Wir werden jetzt doch etwas direkter nach Norden fahren, ans Meer, weil die ursprüngliche Route
weil dort die Versorgungslage extrem schlecht ist. Da hätten wir nur alle 80 bis 100 Kilometer irgendwie Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben es gestern nicht anders recherchieren können. Und das ist dann doch mit den Steigungen und so weiter dann doch ein bisschen zu gefährlich. Wasser gibt es immer mal wieder an Brunnen. Das trinken wir mittlerweile auch. Das ist nicht schlimm. Das kommt ja aus den Bergen. Aber ja, Essen, Lebensmittel können wir halt nicht so viel mitnehmen, dass wir jetzt für 2 Tage, 2,5 Tage versorgt wären. Daher versuchen wir mal ein bisschen Kilometer zu machen, werden uns jetzt demnächst nach der nächstgrößeren Stadt auf eine Bundesstraße bewegen und hoffen, dass wir dann ein bisschen besser vorankommen und dann endlich am Meer sind, wo die Temperaturen dann wieder angenehmer sind. Es ist immer noch sehr heiß, leider. Ja. Reifen wurde auch gepflegt. Benjamin hatte seit mehreren Tagen so ein latenten Platten, immer morgens nachpumpen. Es ging aber tagsüber, aber jetzt haben wir ihn doch gewechselt, weil es ja doch irgendwann nervt. Und schon wieder ein Platten. Nummer 5 innerhalb von 24 Stunden. Oh Mann, es ist so schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt hatten wir ja eigentlich alles umgeworfen, haben gesagt, wir fahren direkt nach Norden und fahren dann am Schwarzen Meer entlang. Jetzt haben wir aber heute festgestellt, dass das etwa 200 Kilometer Umweg wären. Also nehmen wir jetzt doch den ursprünglichen Weg und haben dadurch aber eine schlechtere Versorgung, haben jetzt aber eingekauft und hoffen jetzt auf die Brunnen. Also Brunnen gibt es eigentlich überall. Und wir werden auch an der Bundesstraße lang fahren, also können im Notfall immer noch ein Auto anhalten. Ist echt kompliziert manchmal. Das hat uns jetzt wieder einen halben Tag gekostet. Aber wir haben auch eine sehr schöne Sache erlebt heute. Wir wurden heute mal mitgenommen. 20 Kilometer, ein Transporter hat angehalten. Hatten gerade einen großen Anstieg vor uns in der größten Hitze. Und die haben uns dann bis in die nächstgrößere Stadt mitgenommen. War sehr nett, haben uns sehr gefreut. Also das ist auch alles nicht unmöglich. Na, also die Leute helfen, wo sie können und haben wieder 1 Kilo Birnen geschenkt gekriegt, etc. etc. Und ja, jetzt haben wir hier einen nicht so schönen Schlafplatz. Aber wir sind so durch. Es ist jetzt auch schon gleich 18 Uhr, glaube ich. Fix und fertig. Wir müssen noch kochen und aufbauen und unser tägliches Programm abspulen. Ja, alles nicht so einfach. Wieder einmal eine Einladung zum Chai-Tee trinken.
Bergdorf. Ah ja, ist besser. Hammer. Okay. Okay. Soll wir da bleiben? Nein. Okay, hier bleiben. Achso. Der Sohn, also Foto. Ah ja. Doch eine gute Idee. Ja. Effet. Everett? Okay. Willst du etwa bei ihm und ich? Ja. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mal so sitzen kann. Oh, wow. Oh, Sucuk? Ja. Sushuk? Da ist mal wieder dein Ei. Mhm. Biraz sizin. Yiyin. Şimdi yiyin. Hı. Ja. Allah. Ja. Şuna bak nasip, Beş. nasip, Ya. nasip. Verstehe. Ja. Ha. Ja. Beş çocuklar, beş çocuk. Hep, yok, hepsi. Her bir yandalar. Beş çocuk. O torun. 4 Ja. erkek, bir tane de kız. 5. Beş. En küçük. İkimiz biz. Ah ja. 5, Hep 4 tane dört, bir tane de kız. Nachdem wir gerade 2 Melonen geschenkt bekommen haben, wurden wir nochmal eingeladen. Melone und Chai. Von dem netten Herrn. Super. Das ist toll. Der wohnt in dem Dorf dort hinten. Irgendwo. Ja, wir waren ja gerade Chai trinken und Melone essen bei einem Melonenmann. Dann kam ein Melonenwagen nach dem anderen. Jeder zweite wollte mit uns Chai trinken und Melone geben. Mussten wir dann leider ablehnen. Das fällt mir sehr schwer oder uns. Jetzt haben wir uns hier gerade ein Schattenpäuschen gesucht, einen Schattenplatz. Dann kam von dem letzten Melonenstand dort unten, kam jetzt der Junge hochgefahren mit dem Fahrrad und hat uns nochmal 2 Kilo mindestens, weiß nicht, Melone geschenkt. Also wir haben vorher ja schon 2 Melonen geschenkt bekommen. Und ja, wir hätten uns eigentlich den ganzen Tag nur von Melonen ernähren können. Ist total lieb, aber ja, was soll man damit jetzt die ganze Zeit machen, ne? Schon, müssen wir alles im Berg hochschleppen. Ja, genau, Anstieg und dann jetzt alles im Berg hochschleppen. Aber schmeckt ganz toll. Das ist, das muss man mal sagen. Also die Melonen sind hier super.
Liegt wahrscheinlich an diesen Drahtdingern von diesen Reifen, die teilweise am Straßenrand liegen, von diesen Karkassen, heißen die, glaube ich, diese Reifenteile. Da sind so Metalldrähtchen drin. Die sieht man nicht immer. Und wenn man da drüber fährt, hast du ratzfatz einen drin. Von geplatzten LKW-Reifen ist es Von dann, ja. geplatzten LKW-Reifen oder PKW, aber meistens LKW. Ja. Macht mir aber gar nichts aus. Ich bin entspannt wie eine Kuh in Indien. Buldun mu? Burada burada. Sen bırak. Hı hı.